Röhmturm von Mercedes. Hier ist Röhmturm. Eine Freigabe für die Piste, bitte. Das ist wie gewünscht genehmigt für Mercedes. Und da kommen die Fahrzeuge, die wir euch heute zeigen wollen. Ja, ein nasser und kalter Tag heute auf dem Flughafen in Bremen, aber auch außerhalb der Saison gibt es natürlich Jubiläen zu feiern. Unseres ist 30 Jahre Mercedes C-Klasse. Hey Lars, sei gegrüßt. Hallo Christian. Schön dich zu sehen. Hallo. Schön, dass wir wieder zusammenkommen. Cooles Wetter, coole Autos, coole Location. Tolle Location, ja. Was hast du da mitgebracht? 190er, kennen wir noch, das kenn Jahr ich noch. schon wieder Ja, rum. genau. Den haben wir Hab ich gerade dabei. gefeiert. 202 Limousine habe ich einmal dabei. Als Elegance mit den schönen barocken Genau, Elegance-Felgen. haben wir dabei. Toll. Wir haben einmal den Kombi, auch Baureihe 202 haben Erste wir dabei. T-Modell auf C-Klasse-Basis. Genau, den haben wir auch dabei. In modischem Grün. Genau, wir driften ab zum 203. Das Vier-Augen-Gesicht kommt, klar. Kombi-Variante dabei und die Youngtimer- Spreizung nochmal die größte, Na klar. die wir haben, einmal Coupé. Coupé 208, der CLK, Wunderbar, haben wir ja. auch mitgebracht. Der wird auch 25. Der wird auch 25. Die Zeit rast. Und Ja. damit spielen wir heute. Damit spielen wir heute. Ganzen Tag. Unsere Location. Großartig. Auf zum Spielen. Ich freue mich. Das ist tatsächlich so. Die längste Zeit des Youngtimer-Daseins hat der W202 hinter sich, weil er wird jetzt 30. Die ersten kommen mit H-Kennzeichen ab Frühjahr 2023. Es war im Mai 1993, als Mercedes diesen Wagen vorstellte. Und damit begann eine ganz neue Ära der Mercedes-Geschichte. Es war die erste C-Klasse. C wie kompakt. Kompakt stimmt auch immer noch, obwohl er ja ein bisschen stattlicher wirkt. Bisschen höher, bisschen länger als der 201. Aber er war noch immer der kleinste Mercedes zu seiner Zeit gewesen, weil eine A-Klasse hat es nicht gegeben. Wir sehen ihn hier mit Elegance-Ausstattung, was ganz gut passt, zum Designanspruch der gelassenen Eleganz. So hat es Mercedes damals in der Pressemappe geschrieben. Und was es mit der gelassenen Eleganz beim Fahren und auch hinten auf sich hat, das schauen wir uns jetzt gleich näher an. Guck mal, 1217 Kilometer, das ist fast ein Neuwagen. Ich fühle mich jetzt so ein bisschen unbefugt hier mit meinen nassen Klamotten. Aber sonst ist es ja alles wirklich das Willkommen-zu-Hause-Gefühl, das sich hier einstellt, auch nach 30 Jahren noch. Wir sehen hier das klassische Airbag-Lenkrad, das wirklich dazugehört hat zu jedem W202. Das war damals neu und sehr aufsehenerregend. Der erste kompakte Mercedes, die C-Klasse, immer mit Airbag, immer mit ABS. Damals auch bemerkenswert, immer mit 5-Gang und Zentralverriegelung. So sparsam waren damals noch die Zeiten. Und natürlich ist hier Wurzelnuss auch keine Serienausstattung, sondern gehört zum Elegance-Paket, das hier mit Lederpolstern und ziemlich guter Ausstattung aus der C-Klasse fast so eine kleine S-Klasse macht. Hier auch mit elektrischer Sitzverstellung. Damals aber ganz besonders wichtig war für viele Kunden und auch für die Fachpresse war, die neue C-Klasse war hinten deutlich geräumiger geworden. Größeren Fond als der 190er, der ja gerne, ein bisschen ironisch, das viertürige Coupé genannt wurde. Ich bin immer sehr gespannt, wie der sich fährt mit seinem 170 PS V6 Motor. Das war damals die ganz neue Motorengeneration, die 1997 zur Modellpflege gekommen ist. Lange nicht mehr gefahren. Ich bin mal gespannt, was da für Erinnerungen zurückkommen. Lars. Christian, was hältst du von einer kleinen Rennsituation? Kleiner Vergleich 240, 202 gegen 190 mit 75 PS? Ja, gucken wir mal, was die können, oder? Wer fährt welchen? Ich nehme den. Dann nehme ich den. Dann Los machen geht's. wir. Bewegt sich ja richtig was. Das ist der kleine Sechszylinder und nicht der große. Kommen wir, glaube ich, mal zurück. Das Exempel ist statuiert, oder? Da ist er wieder. Das war ja kein ganz fairer Vergleich, Lars.
75 gegen 170 PS. Ich hatte tatsächlich keine Chance. Das war vorprogrammiert. Aber so hat man das damals natürlich auch empfunden. Es gab einen ersten Test in Automotor und Sport, da stand drin, Opas Mercedes ist tot. Und gemeint war natürlich der kleine 190er. So hat man es damals aufgefasst. Also ein Zuwachs an Fahrdynamik und ein Zuwachs an Größe und Format. Zuwachs ist genau unser Stichwort. Da habe ich dir noch ein bisschen was mitgebracht. Der 202 in der Kombi-Variante, der S202, an Zuwachs doch einige dazugenommen. Und wir haben hier hinten dann noch mal ein bisschen mehr Stauraum geschaffen. Ja, die erste C-Klasse als T-Modell damals gemacht für junge, dynamische Menschen über 35. So stand es in der Pressemappe. Und so fühlt es sich auch an und so sieht er aus. Das sieht man. Ja, ein sehr feiner Laderaum, alles sehr sorgfältig mit Velour ausgekleidet. Hat man schon einen doppelten Ladeboden? Ne, den gibt es noch nicht, aber es gibt noch ein reelles Reserverad. Es gibt das klassische Doppelrollo, eigentlich tatsächlich ein richtiges Mercedes T-Modell, nur in etwas kleiner. Das war ein Quantensprung damals. Ja. Klasse. C200 Kompressor, ein ganz spätes T-Modell der Baureihe 202. Sieht es auch an den Alurädern und hier an den Kohlefaser-Dekorblenden. Es ist ein ganz besonderer, es ist der Sport damals. Sportausstattung, Heute genau. würde man Avantgarde sagen, damals war es Sport. Aluräder ein bisschen tiefer gelegt, innen auch sportlich aufgemacht. Also damals wirklich ein dynamisches Nutzfahrzeug, könnte man sagen. Und heute sehr, sehr selten geworden. Ich wüsste nicht, wann ich den letzten gesehen habe. Das stimmt, sind sehr wenige von ausgeliefert mit dieser Konfiguration. Ihr habt wenige gebaut davon, Ja. ne? Ja. Also ich weiß, die Limousine hatte hinten dann auch die Einzelsitze drin. Die haben wir hier sehr dann nicht. selten geworden. Und in diesem Zustand, das ist wirklich ein Auto mit großem Klassikerpotenzial. Ja. Ja, absolut. Ja, das Sportpaket und seine weißen Zifferblätter, das war damals natürlich ein ganz bewusster Bruch mit dem traditionellen Mercedes-Stil, genauso wie die Kohlefaserblenden. Das war damals sehr aufsehenerregend. Sechsgang, der 6. Gang auch zeigt, wir haben hier einen jungen Klassiker. Klimaautomatik auch in der Mittelklasse und natürlich das Nokia-Telefon in seiner Originalhalterung, damals ein echtes Statussymbol und der Beginn der Konnektivität bei unseren Autos. Da sieht man wirklich, wie die Zeit rast. So, wir wechseln von den 90ern in die frühen 2000er zum W203. Das war damals bei Mercedes die große Eleganzoffensive, weil er sollte tatsächlich ein besonders schönes Auto sein. Und von der Limousine wird erzählt, dass sie anfangs oft und gerne mit der S-Klasse damals verwechselt wurde. Viel mehr konnte ein Auto im Jahr 2000 natürlich nicht erreichen. Typisch auch das Vier-Augen-Gesicht. Das gab es natürlich bei der E-Klasse schon seit 1995, hier aber mit zusammengelegten Scheinwerfern. Hier steht Klassik und natürlich nach über 20 Jahren stimmt es ja auch, weil er sich dem Oldtimer-Alter nähert. Aber natürlich bezeichnet Klassik das Grundmodell der C-Klasse. Das ist tatsächlich seit 1993 so. Zum ersten Mal gab es einen Mercedes, den es als Klassik gab, als Esprit, als Sport, als Elegance. Das heißt, die Spreizung der Modellvarianten war damals ganz neu, um tatsächlich für jeden Geschmack die richtige Einrichtungswelt und den passenden Stil anbieten zu können. Und das ist ja auch bis heute geblieben, also ein Erfolgsmodell seit 30 Jahren. Ja, der W203, das ist ja alles noch sehr vertraut, obwohl es natürlich 20 Jahre her ist, dass ich den als Testwagen gefahren habe. Damals haben wir den kleinen Drehzahlmesser gerne kritisiert, weil wir natürlich lieber Rundinstrumente gehabt hätten. Ja, kam ja dann auch wieder so. Multifunktionslenkrad, die Zeit hatte begonnen, einfach durchseppen, alle Funktionen. Also es gibt ESP, ja, serienmäßig, also es ist tatsächlich ein neuzeitliches Auto, auch wenn er über 20 Jahre alt ist. Und ob er sich auch so fährt, das sehen wir gleich. Man fährt ja hier wirklich auf einer Woge des Drehmoments. Erste Generation Spaßdiesel, die ersten Common Rail Motoren von Mercedes. Den C220 gab es auch schon im Vorgänger natürlich. Heute hätte man wahrscheinlich keine Sechsgangschaltung, sondern eine Automatik. Es würde auch die Lenkung vielleicht ein bisschen leichter gehen, aber im Großen und Ganzen ist es schon ein sehr modernes Fahren, das auch im heutigen Alltag überhaupt nicht deplatziert werden. Ja, Lars, jetzt sind wir wirklich in der Moderne angekommen. Und auch was dieses Fahrzeug hier betrifft, an den erinnere ich mich auch noch sehr gut. W208, Den CLK, der genau. erste CLK. Ja, der erste CLK.
Dafür vorher alles E-Klassenbasis, die Coupés. Jetzt sind wir auf der C-Klasse angekommen. C-Klassenbasis, dieses Coupé, der 208er CLK. Vorher alles gemeinsam mit den anderen Derivaten in der Halle 9, sogenannte Halle 9 gebaut. Extra für die Coupé-Varianten und Cabrio-Varianten dann später die neue Halle entstanden, Halle 93, und da haben wir sie dann alle gebaut. Also wirklich ein Bis wichtiges Auto auch für eure Werksgeschichte Ja. und ein wichtiges Auto für die Mercedes-Geschichte, weil dieses Coupé hat ja im Vergleich zum W124 eine ganz neue, viel jüngere Zielgruppe angesprochen. Ja, Und hat es auch natürlich erfolgreich getan. 265.000 Coupés und 94.000 Cabriolets zeigen, dass die C-Klasse-Basis überhaupt dem Erfolg nicht geschadet hat. Ganz im keinster Art Gegenteil. und Weise. Genau. Absolut. Und heute natürlich Klassiker mit Potenzial. Ja, Jetzt kaufen, nicht morgen. genau Oder? so ist es. Ja, unbedingt. Wenn wir heute im CLK sitzen, dann ist er einfach natürlich ein junger Klassiker in seiner ganzen Anmutung. Aber natürlich war er für viele traditionelle Mercedes-Käufer in den 90ern eine Form von Kulturschock, weil der Vorgänger war das W124 Coupé mit seiner geradlinigen und klassischen Innenausstattung. Und hier war alles ganz anders, auch sichtbar anders. Bei Mercedes war man damals sehr stolz auf diese geschwungene Mittelkonsole. Das war ein sehr großes Designthema. Und es gibt natürlich hier schon die erste Generation Command. Also wenn ich jetzt eine Navigations-CD hätte, würde er navigieren. Ich könnte auch telefonieren, wenn ich eine Karte reinstecken würde. Und auch hier, wir sehen erste Generation Parktronic. Das ist alles schon ein Ankommen in der neuen Zeit. Wie er sich fährt, werden wir gleich wissen. Wir haben hier den 2,3 Liter Kompressormotor, wie es ihn auch im SLK gab. Details sehen wir gleich hier auf dem Runway. Lass mich mal Gas geben hier. Ja, jetzt kommt der klassische Kompressorsound. Das ist eigentlich auch nach 25 Jahren der perfekte Beweis dafür, dass ein sportliches Auto sehr kultiviert und komfortabel sein kann und gleichzeitig auch noch ziemlich vernünftig, weil das ist ja auch ein relativ sparsames Auto und die eierlegende Wollmilchsau. Christian, willkommen zurück. Ja, am Ende eines langen Tages. Wie hat dir das Portfolio gefallen? Oh, wow, also ich muss sagen, ich denke schon, wir haben hier die nächste Generation Klassiker gesehen. Und ich muss ehrlich sein, ich sitze jetzt wahrscheinlich heute Abend am Rechner und schaue, ob es irgendwo ein W202 in Rosenholz Metallic mit dunkelroter Elegance-Ausstattung gibt. Oder Lichtgrau mit Esprit und so einer psychedelischen Sitzpolster-Ausstattung. Kommt mir bekannt vor, mir geht es wöchentlich so. Ich glaube auch, also es ist ja klar, ein CLK wird auf jeden Fall Klassiker werden. Der 202 steht unmittelbar ante Porters und wenn man heute tatsächlich ganz am Anfang dabei sein will, dann sucht man sich einen 203 aus erster Rentnerhand, aus der beheizten Garage und man macht eigentlich mit keinem dieser Autos was falsch, ganz im Gegenteil. Dadurch, dass die relativ jung sind und gut motorisiert, hat man nicht nur einen vernünftigen Wagen, sondern auch einen richtig großen Spaßfaktor. Ein tolles Resümee und tolle Zusammenfassung. Klasse. Ja, es hat großen Spaß gemacht und ich fülle jetzt meinen Parkplatz, glaube ich. Viel Spaß dabei, Christian. Lass, Bis zum nächsten Mal. wir sehen uns auf der Messe. Bis Ich freue dann. mich drauf. Ciao.